wir blicken auf die Wettercams hier heute an Halloween. Schauen wir mal, ob die kleinen Kinder beim Anläuten von Tür zu Tür nass werden oder nicht. Wir hoffen natürlich nicht. Hinter mir war vorher Podersdorf und jetzt sehen wir schöne Bilder hier aus Gols. Es scheint ja noch trocken zu sein, wenn auch hier leicht verwackelt. Aber blicken wir zuerst mal auf die Wetterkarte in Europa. Hochwehrer macht sich über West- und Mitteleuropa breit. Neben Nebelfeldern scheint häufig die Sonne, jedoch schickt ein Tief bei Island dunkle Wolken mit etwas Regen über die britischen Inseln. Ja, die Nordsee und über Norddeutschland ebenfalls. Im Osten des Kontinents ist es durch Tief Herwart weiterhin leider unfreundlich und stürmisch mit Regen und sogar Schneefällen. Aber blicken wir mal auf die Österreich-Karte, eben hier an Halloween. Ja, in Vorarlberg, Tirol und Kärnten, da gibt es viel Sonne, sonst gibt es aber auch dichte Wolken und vor allem am Vormittag vereinzelt Regenschauer. Wir sehen hier Bregenz bei 9 Grad. Wenn wir hier nach Wien blicken, ebenfalls 9 Grad, wenn auch leicht bewölkt. In Zwettl ebenfalls bewölkt, aber es sollte eigentlich trocken bleiben. Blicken wir jetzt auf die nächsten 24 Stunden im Westen und wir sehen, 14 Grad sind hier die Höchstwerte. Es bleibt also bewölkt, wenn auch leicht sonnig. Wie sieht die ganze Lage hier im Osten aus in den nächsten 24 Stunden? Und wir haben hier Maximalwerte von 8 Grad und es sollte eigentlich hier, ja, es ist ziemlich bewölkt, aber dennoch sollte es trocken bleiben. In der Nacht kühlt es natürlich herab. Wie sieht es aus in den nächsten 7 Tagen? Und morgen 13 Grad, dann 12 Grad und ab dem Wochenende, dann haben wir sogar 16 Grad mit dabei. Wie sieht das Ganze hier im Osten aus? Und wir sehen ein ähnliches Bild, Donnerstag sogar Höchstwerte von 15 Grad nochmals. Also für ein Herbstwetter ist das doch gar nicht so schlecht.